Skifahren ist bekanntlich das Leibendste, was man sich nur vorstellen kann. Und Skifahren auf Spitzenniveau? Auch leibend. Vor allem aber kompliziert. Die neue Skisaison beginnt kurz nach der abgelaufenen Skisaison. Jetzt ist Ende März, also es steht April vor der Türe und die Firmen arbeiten mit Hochdruck an neuem Material für die kommende Saison. Wichtig, die 3 Komponenten, die direkt auf dem Schnee auffliegen. Die Kanten, das Wachs und der Belag. Beginnen wir dort, wo 0,5 bis 1 Grad hängender Kantenschliff den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen können. Wenn wir mit der Maschine den Winkel geschliffen haben, der optimale Winkel, in meinem Fall jetzt 4 Grad im Riesentorlauf, dann geht es als Feintuning. Da gibt es große Unterschiede, was für Diamant, was für ein Finish das man macht, wie weit die Kante vorne bricht. Zum Beispiel, wenn es aggressiver ist, bricht es ein bisschen mehr, dass er vorne nicht so einhängt. Wenn es eisig ist, lasse ich es eher nach vorne aus scharf. Wenn es eisig ist, da braucht man eigentlich überraschenderweise die gleiche Abstimmung, wie wenn es weich ist. Also eisig bzw. sulzig, gesalzen, dann braucht man aggressive Abstimmung. Also scharfe Kanten, dass man einfach viel Gegendruck spürt vom Material her. Hingegen, wenn es aggressiv ist, also kalter Schnee, feiner Schnee und also Kunstschnee, dann braucht man eigentlich das Gegenteil. Also ein Ski, der viel verzeiht, rundere Kanten, vielleicht auch hängendere Kanten. Das macht auch einen riesen Unterschied, ob die Kante plan oder hängend ist. Kanten sind das eine, der Belag die nächste Komponente, eine besonders geheimnisvolle. Woraus besteht der Stoff der Träume? Auf Spurensuche bei der Firma CPS in Vreden, Deutschland. Also die wichtigsten Additive sind nach wie vor Ruß. Der Ruß hat eben die Eigenschaft der Elektrolytfähigkeit. Er macht den Belag erst einmal schleifbar, das heißt, dass der Skihersteller oder der Servicemann überhaupt einmal seinen gewünschten Schliff. Und die Additive, die wir noch zusetzen, sind meistens da, um gewisse Eigenschaften noch zu verstärken oder auch die Wachsanhaftung zu verbessern. Jedes Jahr werden die Athleten und die Skifirmen und alle werden schneller. Und wenn man das nicht mitmacht, diesen Test, diese Entwicklung, dann spuckt einem das Hauptfahrerfeld hinten raus und man hat keine Chance mehr. Dann wird ein Topläufer nächstes Jahr nur noch 27. Diesen Schritt muss man immer machen, die Hundertstel immer suchen. Also das Komplexe ist, dass es so viele Komponenten gibt, die einander beeinflussen und es so schwierig zu analysieren ist, welche hat heute den Ausschlag gegeben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Rennen schlecht läuft, dann gibt es irgendwie 20 Erklärungen, die es sein könnten. Und dann muss man halt irgendwie abschätzen, wie viel von was war es jetzt und was war der Anfang und was muss ich ändern, damit sich die ganze Kette ändert. Im Zweifelsfalle gilt das Motto aller Anhalter durch die Galaxis: keine Panik. Dann braucht es wirklich auch die gewisse Coolness, auch vom Trainer, auch vom Servicemann und so dann irgendwo eine Lösung findet, in welche Richtung das es gehen soll. So viel zur Arbeit am Berg, doch die Vorentscheidung in der Materialschlacht, sie fällt im Tal. Beispiel: das richtige Wachs. Hier führt die Spur zu einem schwäbischen Wachshersteller in Oldenburg, der Firma Holmenkoll. Komplexe Auswirkungen physikalischer Phänomene sind das A und O des Wachslabors. Die Reibung des Skis ist optimal, wenn der Wasserfilm passend dick ist. Wenn er zu dick ist, das kennt man, wenn man 2 Glasscheiben aufeinander legt und dann einen Tropfen Wasser dazwischen macht, dann kann man die untere Scheibe mit der oberen hochheben, weil der Wasserfilm hält die Scheibe fest. So, und das passiert auch bei dem Sportler. Das heißt, der hat zwischen Schnee und Ski auf einmal eine dicke, fette Wasserschicht und die saugt gewaltig. Und das behindert die Geschwindigkeit. Und das ist Wasser, das müssen wir unbedingt rausbringen. Das heißt, bei nassen Bedingungen müssen wir unbedingt dieses Wasser über das Skiwachs, über ein sehr, sehr wasserabweisendes Skiwachs rausbringen, sodass der Wasserfilm so dünn ist, dass er super gleitet, aber nicht mehr saugt. Was bleibt, ist testen, testen und nochmals testen. Nur die Praxis am Gletscher kann eine Rennsituation annähernd simulieren. Teamarbeit, ähnlich der Formel 1, ist der Schlüssel zum Erfolg.
Bevor ein Weltcupathlet an den Start geht, hat er im Sommer rund 30 bis 40 Paar Ski getestet. Am Wettkampfwochenende hat er meist nur mehr 2 bis 4 pro Disziplin im Gepäck. Und dann ist noch längst nicht gesagt, ob er und sein Team das optimale Paket gefunden haben. Die Jagd nach der Hundertstelsekunde, sie endet nämlich nie.